Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Lerneinheit. Ja, hallo. Schön, dass du wieder zuhörst und mit uns Deutsch lernst. Wir möchten dich kurz erinnern. Bis Tag 60 lernen wir gemeinsam auf dem Niveau A2. Danach machen wir zusammen den nächsten Schritt auf das Level B1. Genau. Und hier ein kleiner Tipp, der dir beim Lernen helfen kann. Also wirklich. Probiere doch mal die Shadowing-Technik aus. Shadowing, was heißt das genau? Das bedeutet, du sprichst die Sätze, die du hörst, laut nach. Ja? Wiederholung ist super wichtig und echt effektiv beim Sprachenlernen. Okay, guter Tipp. Heute konzentrieren wir uns auf den Grundwortschatz zum Thema Umwelt. Das ist speziell für dich, wenn du auf A2-Niveau lernst. Wir schauen uns zusammen 15 wichtige Wörter an, erklären sie und zeigen dir, wie du sie benutzen kannst. Richtig. Wir gehen jedes Wort so Schritt für Schritt durch und am Ende, wenn wir alle 15 Wörter besprochen haben, ja, dann erzählen wir dir eine kleine Geschichte aus dem Alltag. Ah, schön. Daran kannst du dann sehen, wie die Wörter im Zusammenhang funktionieren. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dabei, damit du alles mitbekommst und ja, optimal lernst. Okay, super. Fangen wir an. Das erste Wort ist grundlegend für unser heutiges Thema, die Umwelt. Die Umwelt. Auf Englisch sagt man dazu Environment. Was verstehen wir unter Umwelt? Nun, das ist im Grunde alles, was uns umgibt. Also die Natur, Tiere, Pflanzen. Klar. Aber auch die Luft, das Wasser, die Erde. Unser ganzer Lebensraum sozusagen. Man hört ja oft den Satz, wir müssen unsere Umwelt schützen. Und das stimmt, denn die Umwelt ist ja quasi unser Zuhause, ne? Die Grundlage für unser Leben. Absolut. Und ein ganz wichtiger Teil dieser Umwelt, den wir wirklich jede Sekunde brauchen, das ist die Luft. Die Luft. Das englische Wort ist Air. Luft brauchen wir zum Atmen, also ohne Luft können wir ja gar nicht existieren. Richtig. Und am besten ist natürlich frische, saubere Luft. Hast du schon mal gemerkt, wie gut die Luft zum Beispiel in den Bergen ist? Oft viel klarer als in der Stadt. Oh ja, das merkt man sofort, total. Oder auch nach einem Sommerregen, da riecht die Luft oft so wunderbar frisch. Stimmt. Neben der Luft gibt es noch etwas, das genauso lebensnotwendig ist. Das Wasser. Das Wasser. Auf Englisch? Water. Ja, Wasser ist fundamental für alles Leben. Wir trinken es ja jeden Tag. Unser Körper braucht es dringend. Stimmt, aber nicht nur zum Trinken. Denk mal dran, wofür wir Wasser noch alles brauchen. Zum Kochen? Ja, Zum Waschen unserer Kleidung, zum Duschen, zum Putzen. Wasser ist wirklich, überall in unserem Alltag präsent. und das gilt nicht nur für uns Menschen. Viele Tiere leben ja direkt im Wasser. Fische zum Beispiel. Oder Enten auf einem See. Auch Pflanzen können ohne Wasser nicht wachsen. Die würden einfach vertrocknen. Wo wir gerade bei Pflanzen sind. Wo wachsen die denn typischerweise? Meistens in der Erde. Die Erde. Genau. Dieses Wort kann zwei Dinge bedeuten. Einmal unseren Planeten, klar, die Erde. Ja. Aber hier im Kontext der Umwelt meinen wir meistens den Boden, also Earth oder Soil auf Englisch. Das Material, in dem Pflanzen ihre Wurzeln haben und Nährstoffe finden. Genau. Wenn du zum Beispiel im Garten arbeitest, hast du danach Erde an den Händen. So ist das. Stimmt. Blumen wachsen in der Erde. Entweder im Gartenbeet oder im Blumentopf auf dem Balkon. Richtig. Und wenn nun ganz, ganz viele Bäume zusammen auf einer großen Fläche wachsen, wie nennen wir das dann? Das ist dann der Wald. Der Wald. Auf Englisch sagt man Forest. Wälder sind doch was Wunderbares, findest du nicht auch? Oh ja, So viele verschiedene Bäume, oft ist es dort sehr ruhig und friedlich. ich liebe Spaziergänge im Wald. Man kann dort wirklich gut entspannen, die Natur genießen und mal abschalten. Außerdem leben im Wald ja auch viele Tiere, wie Rehe, Füchse, Eichhörnchen. ja, Eichhörnchen und unzählige Vögel. Wir versuchen auch am Wochenende öfter mal einen Ausflug in den Wald zu machen. Das tut einfach gut, oder? Das kann ich nur unterschreiben. Total. Wald, Wasser, Luft, Erde, all das gehört zur Umwelt. Und weil diese Umwelt so kostbar und wichtig für uns ist, kommt hier unser nächstes Wort. Ein Verb. Schützen. Schützen, das ist ein Verb, auf Englisch to protect. Es bedeutet, dass man etwas oder jemanden vor Gefahren, Schaden oder negativen Einflüssen bewahrt. Okay. Die Form im Perfekt ist, hat geschützt.
Er hat die Umwelt geschützt, zum Beispiel. Wir haben ja schon gesagt, wir müssen die Umwelt schützen. Das ist ja ein sehr häufiges Beispiel. Ja. Aber man kann natürlich auch andere Dinge schützen. Zum Beispiel bedrohte Tierarten schützen, damit sie nicht aussterben. Oder denk an ganz andere Kontexte. Ein Sonnenschirm schützt uns vor der Sonne. Stimmt. Eine Impfung schützt vor einer Krankheit. Eine Mutter schützt ihr Kind. Das Wort ist also sehr vielseitig anwendbar. Es geht immer darum, etwas zu bewahren. Ja? Ein Wort, das ähnlich klingt und oft im Zusammenhang mit Umwelt- oder Tierschutz fällt, ist retten. Gibt's da einen Unterschied? Ja, den gibt es. Einen kleinen, aber feinen. Retten. Das ist auch ein Verb. Auf Englisch to save oder to rescue. Mhm. Retten bedeutet, jemanden oder etwas aus einer akuten, also einer unmittelbaren Gefahr oder Notlage zu befreien. Die Perfektform ist hat gerettet. Ah, verstehe. Also wenn zum Beispiel ein Tier in einer Falle festsitzt, dann kann man es retten. Genau. Das klassische Beispiel ist ja, die Feuerwehr hat die Katze vom Baum gerettet. Die Katze war in einer Notlage. Genau das. Oder Rettungsschwimmer retten Menschen, die im Wasser Probleme haben und zu ertrinken drohen. Man greift also aktiv ein, um etwas Schlimmes zu verhindern, das gerade passiert. Okay. Schützen ist mehr vorbeugend, retten ist eher die Reaktion auf eine akute Gefahr. Das ist eine gute Erklärung. Danke. Schützen ist also Prävention, retten ist Intervention. Sehr klar. Prima. Leider gibt es aber auch das Gegenteil von Schutz und Pflege für die Umwelt. Das nächste Verb beschreibt genau das. Verschmutzen. Verschmutzen. Wieder ein Verb, auf Englisch to pollute. Es bedeutet, etwas, das vorher sauber war, dreckig zu machen, unrein oder eben, schmutzig zu machen. Mhm. Die Perfektform lautet, hat verschmutzt. Und das passiert leider viel zu oft. Denk nur an Müll, der achtlos in die Natur geworfen wird. Dieser Müll verschmutzt die Umwelt. Ja, furchtbar. Das sieht nicht nur unschön aus, es kann auch Tieren und Pflanzen schaden. Wirklich. Ja, oder auch die Industrie. Früher haben Fabriken oft ungefiltert Rauch in die Luft geblasen und so die Luft verschmutzt. Stimmt, ja. Oder sie haben Abwässer in Flüsse geleitet und das Wasser verschmutzt. Das sind ja riesige Umweltprobleme. Absolut. Verschmutzung ist eine ernsthafte Bedrohung für unsere Umwelt und, auch für unsere Gesundheit. Hier eine kurze Unterbrechung für einen kleinen Hinweis. Wenn dir diese Lerneinheit gefällt und du mehr davon möchtest, dann wäre es super, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns einen Daumen nach oben gibst. Ja, das unterstützt uns sehr dabei, weitere Videos für dich zu machen. So, machen wir weiter. Wir haben gerade über das Verschmutzen gesprochen, also etwas Negatives. Aber was können wir Positives für die Umwelt tun? Eine schöne Sache ist zum Beispiel Bäume pflanzen. Pflanzen. Das ist ein Verb, auf Englisch to plant. Es bedeutet, einen Samen oder eine junge Pflanze in die Erde zu setzen, damit sie dort wachsen kann. Okay. Die Perfektform ist hat gepflanzt. Das macht man ja oft im Frühling, oder? Viele Leute pflanzen dann Blumen in ihre Gärten oder in Kästen auf dem Balkon. Genau. Das macht alles bunter und schöner. Und Bäume pflanzen ist besonders wertvoll für die Umwelt. Bäume produzieren ja den Sauerstoff, den wir atmen, und sie binden CO2. Richtig. Manchmal gibt es Aktionen, wo zum Beispiel Schulkinder gemeinsam Bäume pflanzen. Eine tolle Sache. Ich erinnere mich, wir haben in der Schule auch mal einen Baum gepflanzt. Das ist eine schöne Erinnerung und eine wichtige Aktion. Eine andere, sehr wichtige positive Handlung für die Umwelt ist das richtige Trennen von Müll und das Recyceln. Recyceln, das Wort klingt schon sehr international, ne? Es kommt aus dem Englischen to recycle. Stimmt. Es ist ein Verb und bedeutet, Abfallstoffe wieder zu verwenden oder so aufzubereiten, dass man daraus neue Produkte herstellen kann. Die Perfektform ist hat recycelt. Das ist enorm wichtig, um Rohstoffe zu sparen und die Müllberge zu verkleinern. In Deutschland zum Beispiel, da recyceln wir Papier, Glas, Plastik und Bioabfall getrennt. Dafür gibt's ja die verschiedenen Mülltonnen. Genau, aus altem Papier wird wieder neues Papier hergestellt. Man sagt dann, das Papier wurde recycelt. Mhm. Oder aus alten Plastikflaschen können neue Flaschen oder manchmal sogar Textilien wie Fließpullover gemacht werden. Sehr wichtiges Konzept. Gut, wir haben jetzt einige Nomen und Verben besprochen.
Kommen wir nun zu ein paar Adjektiven, die oft im Zusammenhang mit der Umwelt verwendet werden. Wenn du an die Natur denkst, an Wälder oder Wiesen, welche Farbe kommt dir da sofort in den Sinn? Na klar, die Farbe Grün. Grün. Auf Englisch green. Das ist die typische Farbe von Blättern, Gras und vielen Pflanzen. Sie signalisiert Leben und, Natur. Im Frühling und Sommer sind die Blätter an den Bäumen so richtig saftig grün. Eine Wiese ist grün. Man sagt ja auch, grün ist die Farbe der Hoffnung. Es ist doch eine sehr beruhigende Farbe, finde ich. Viele Leute haben gerne grüne Pflanzen in der Wohnung. Mein Lieblings-T-Shirt ist übrigens auch grün. Eine schöne Farbe. Und wenn wir uns eine gesunde Umwelt wünschen, dann hoffen wir natürlich, dass sie nicht verschmutzt ist, sondern im Gegenteil. Sauber. Sauber. Das ist ein Adjektiv. Auf Englisch clean. Es bedeutet, dass etwas frei von Schmutz, Staub oder Flecken ist. Es ist das direkte Gegenteil von schmutzig. Klar, wir alle wollen saubere Luft atmen und sauberes Wasser trinken können. Das ist ja grundlegend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Absolut. Und auch im Alltag spielt Sauberkeit eine Rolle. Wenn man die Wohnung geputzt hat, ist sie wieder sauber. Ja. Man fühlt sich dann oft gleich viel wohler, oder? Das stimmt auf jeden Fall. Kommen wir nun zum direkten Gegenteil von sauber. Schmutzig. Schmutzig. Ebenfalls ein Adjektiv auf Englisch dirty. Wenn etwas nicht sauber ist, dann ist es eben schmutzig. Es hat Flecken, Staub oder Dreck. Wenn Kinder draußen in Sand spielen oder wenn man im Garten in der Erde arbeitet, dann werden die Hände schnell schmutzig. Das ist ja auch ganz normal, ne? Ja, klar. Oder stell dir ein Auto vor, das eine lange Reise auf nassen Straßen hinter sich hat. Es ist dann oft ganz schmutzig und braucht eine Autowäsche. Mhm. Schmutzige Kleidung gehört in die Waschmaschine, damit sie wieder sauber wird. Logisch. Logisch. Ein weiteres Adjektiv, das sehr eng mit unserem Thema verbunden ist natürlich natürlich. Natürlich. Auf Englisch natural. Dieses Adjektiv beschreibt etwas, das aus der Natur stammt, von ihr hervorgebracht wurde oder, so ist, wie es in der Natur vorkommt. Also das Gegenteil von künstlich. Genau, das Gegenteil von künstlich oder synthetisch hergestellt. Holz ist zum Beispiel ein natürliches Material. Viele Menschen vorziehen heute natürliche Produkte, sei es bei Lebensmitteln, also ohne künstliche Zusätze, oder bei Kosmetik. Ja, das stimmt. Man kann auch sagen, das sieht sehr natürlich aus, wenn zum Beispiel Make-up dezent ist. Richtig. Oder man findet auf Lebensmittel den Hinweis 100% natürlich, ohne Zuckerzusatz. Das suggeriert irgendwie Ursprünglichkeit und Gesundheit. Klingt gut. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Wort für heute. Es ist auch ein Adjektiv und wir haben es heute schon mehrmals verwendet, weil es einfach so Wichtig. Adjektiv auf Englisch important. Es beschreibt, dass etwas von großer Bedeutung ist oder Relevanz oder großem Wert. Es ist nicht egal, sondern hat Konsequenzen. Zum Beispiel, es ist wichtig, Vokabeln zu lernen, wenn man eine Sprache meistern will. Absolut. Oder Pünktlichkeit ist bei einem Treffen wichtig. Und um den Bogen zu unserem Thema zu schließen, es ist sehr wichtig, die Umwelt zu schützen und sauber zu halten. Dieses Wort wichtig, ja, das fasst die Bedeutung unseres heutigen Themas irgendwie gut zusammen. Super. Das waren unsere 15 Wörter für heute. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Die Umwelt, die Luft, das Wasser, die Erde, der Wald, schützen, retten, verschmutzen, pflanzen, recyceln, grün, sauber, schmutzig, natürlich und wichtig. Puh, eine ganze Menge. Ja, aber sehr nützliche Wörter. Und wie versprochen, haben wir jetzt noch eine kleine Geschichte für dich vorbereitet, in der all diese Wörter vorkommen. Hör gut zu und versuch mal, die Wörter zu erkennen und ihren Sinn im Kontext zu verstehen. Okay, ich bin gespannt. Also, stell dir vor, Anna und Ben machen einen Ausflug. Sie lieben die Natur und möchten den Tag im Wald verbringen. Ah, ein entspannter Tag im Grün. Das klingt gut. Genau. Als sie im Wald ankommen, merken sie sofort, die Luft hier ist wunderbar frisch und sauber. Sie gehen ein Stück und finden einen idyllischen Platz neben einem kleinen Bach mit ganz klarem Wasser. Sie breiten eine Decke auf der Erde aus und packen ihr Picknick aus. Überall um sie herum ist es herrlich grün. Das klingt nach einem perfekten Ort zum Entspannen. Ja, das denken sie auch. Aber dann sehen sie's. Direkt am Ufer des Baches liegt Müll. Plastikflaschen, Papiertüten, Zigarettenkippen. Oh nein, schau mal, jemand hat die Umwelt hier einfach verschmutzt.
sagt Anna, ganz enttäuscht. Oh je, das ist wirklich ärgerlich an so einem schönen Ort. Das geht gar nicht, sagt Ben. Es ist doch so wichtig, die Natur sauber zu halten. Sie überlegen kurz, was sie tun sollen. Sie beschließen, den Müll einzusammeln. Sie haben zum Glück eine Tüte dabei. Sie wollen den Müll mit nach Hause nehmen und ihn dort richtig recyceln. Das ist vorbildlich. Nicht nur ärgern, sondern handeln. Wir müssen solche Orte schützen, sagt Anna, während sie eine leere Flasche aufhebt. Ja, wir müssen die Natur vor solchen Leuten retten, die einfach ihren Müll liegen lassen, ergänzt Ben etwas wütend. Später am Nachmittag, als sie ihren Spaziergang fortsetzen, treffen sie auf eine Gruppe Schulkinder mit einem Lehrer. Die Kinder sind gerade dabei, kleine Bäume am Waldrand zu pflanzen. Ah, eine Pflanzaktion. Das ist ja ein schöner Zufall. Oh, schau mal, das ist ja toll, freut sich Anna. Ja, das ist wirklich eine wichtige Aktion, stimmt Ben zu. Sie freuen sich, dass die Kinder schon früh lernen, wie wertvoll eine natürliche und gesunde Umwelt ist und dass es eben nicht egal ist, wenn etwas schmutzig gemacht wird. Anna und Ben gehen weiter und genießen den Rest des Tages in der nun wieder etwas saubereren Natur. Das war eine schöne Geschichte. Hast du die Wörter wieder erkannt? Ich hoffe doch. Ich zähle sie nochmal auf, die vorkamen. Natur als Teil der Umwelt, Wald, Luft, sauber, Wasser, Erde, Grün, Umwelt, verschmutzt, wichtig, sauber nochmal, recyceln, schützen, retten, pflanzen, wichtig nochmal, natürlich, Umwelt nochmal, schmutzig. Ja, ich glaube, das waren alle 15. Wir hoffen, diese Geschichte hat dir geholfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man die Wörter in Sätzen und in einem größeren Zusammenhang benutzen kann. Es ist oft einfacher, sich Wörter zu merken, wenn man sie in einer Geschichte hört. Und nun bist du an der Reihe. Dein Lernerfolg ist am größten, wenn du selbst aktiv wirst. Versuch doch mal, eigene Sätze mit den neuen Wörtern zu bilden. Schreib gerne ein paar Beispiele unten in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Sätze und lesen sie wirklich gerne. Ja, nur durch Anwenden lernt man wirklich. Und wenn dir diese Art zu lernen gefällt, dann abonniere doch bitte unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Genau. Und über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich auch sehr. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Morgen erwartet dich wieder ein spannendes und sehr alltagstaugliches Thema, nämlich Verkehr und Straße. Oh ja, wichtig. Da sprechen wir über wichtige Wörter rund um Autos, Busse, Bahnen und was man sonst noch so im Straßenverkehr braucht. Bleib also unbedingt dran. Das wird sicher sehr nützlich. Genau. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitlernen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss und weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.